Wir sind hier in Solingen an der Werkstatt Fahrkultur und hier bin ich gleich mit Ansgar Weber verabredet. Ansgar ist einer der Gewinner von unserer gemeinsamen Aktion mit Mahle Werkstatt der Zukunft, wo viele von euch Fahrbuka Pro-User in den letzten Wochen und Monaten daran teilgenommen haben. Tja, und Ansgar hat hier einiges auf die Beine gestellt und zwar vor allem im Bereich Kundenservice und Digitalisierung. Hier sind alle Mitarbeiter mit Tablets ausgestattet, alle haben die Programme laufen, untereinander vernetzt und vor allem nach außen werden hier Kundenvideos verschickt, Aufträge per WhatsApp verteilt und alles in der Cloud gespeichert. Wie genau das funktioniert, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Also, kommt mit! Hi Philipp, grüß dich. Grüß dich. Ja, schön, dass wir hier sein können. Danke, gerne. Ich habe es gerade draußen schon gesagt, ihr macht ganz, ganz vieles digital, nach innen wie nach außen. Erzähl mal, was ist hier in den letzten Jahren alles passiert? Ich habe probiert, einfach die Kommunikation nach draußen zum Kunden hin, genauso wie in die Werkstatt, auf digitale Füße zu stellen. Das heißt, wir arbeiten in der Werkstatt nicht mehr mit Papieraufträgen und Auftragsmappen, klassisch wie früher, sondern über iPad. Die Aufträge werden vorne erstellt im Büro und die Jungs arbeiten die über ihre Hebebühne, übers iPad einfach ab. Das heißt also, jeder hat hier so ein Tablet, da ist direkt dabei. Können wir das mal sehen? Ich meine, da hinten steht eins. Ja, ne? Also vielleicht können wir mal hier kurz einmal Ja, ohne das sagen. geht's nicht mehr, wir brauchen es ja jetzt. Guten Tag, grüß dich, hi. Hallo. Kann ich mal schauen kurz? Danke. Ja, er hat jetzt hier seine Arbeitskarte drauf, Ja. was er zu tun hat, was er zu machen hat, Ja. kann das abarbeiten. Ja? Und der riesengroße Vorteil ist, sollte mal ein Teil nicht passen, hat er die Vergleichsmöglichkeit und kann sich dann selber das richtige Ersatzteil bestellen. Das heißt, hier direkt dann auch bestellen an der. Genau, das macht er selber. Das, was ich früher vorne machen musste am PC, Ja. machen die Jungs jetzt direkt selber. Unheimliche Zeitersparnis, Arbeitserleichterung. Sonst, Also teilweise kriege ich von dem Auftrag nichts mit. Ich sehe, der ist angefangen Ja. und dann sehe ich noch, der ist fertig und Probe gefahren. Und dann übernehme ich den erst wieder, okay. dass ich ihn abrechne. Selbstverantwortlich, Ja. viel Zeitersparnis dabei. unheimlich, Ne? ja. Wunderbar. Das machen ja schon einige Werkstätten, habe ich auch schon ein, zwei Mal gesehen. Aber vor allem das, was ihr nach außen macht, finde ich, ist sehr, sehr zeigenswert. Also das hat mich auch im Vorfeld ziemlich umgehauen. Vielleicht gucken wir uns das mal drinnen an noch. Das heißt, ihr macht das wirklich dann komplett über WhatsApp? Ja. Das heißt, okay, hier ruft auch keiner mehr an, oder? Doch, natürlich. okay, ja. Aber wir machen es zu, ich sag dir, 95% darüber. Wir haben ca. 3000 Kontakte. Ich erfasse jeden Kunden mit der E-Mail-Adresse und der Mobilnummer. Ja. Und die Kommunikation läuft also fast ausschließlich darüber. Das heißt, was macht ihr denn? Also wirklich auch, ja, erst auch, also wenn die was von euch wollen, schreiben sie euch und ihr schickt Terminvorschläge oder wie kann ich mir das vorstellen? Terminanfragen, Ja. Terminbestätigungen, Bilder über Schäden, Unfallschädenbilder. Hier habe ich ein Beispiel von heute Morgen. Ja. Die Kunde ist gestern Abend eingeschleppt worden, hat einen Kühlwasserverlust. Hat der Giovanni, mein Werkstattler, sich heute Morgen angeschaut und hat dann kurz dieses Video erstellt. Ich habe mir dein Auto mal reingeholt, ja, habe mir jetzt mal angeguckt, wo das Fahrzeug Kühlwasser verliert und ich habe auch schon was gefunden. Hier kann man das sehr gut sehen, ja, da wo der Lichtkegel ist. Diese Flüssigkeit ist natürlich Kühlwasser, ja, und in dem Bereich hier ein bisschen was versteckt hier drunter befindet sich die Wasserpumpe. Das ist ein bekanntes Problem bei diesen Motoren, ja, deshalb, wir haben die auch schon mal das ein oder andere Mal getauscht. Ist jetzt nicht so schlimm. Wenn wir die tauschen würden, ja, die Wasserpumpe ist ein bisschen kostspielig. Was es alles ganz genau kosten würde, wenn wir die Wasserpumpe tauschen würden, dafür schauen wir mal eben in den Auftrag. Das, was wir auf jeden Fall mittauschen müssen, ist der Ansaugkrümmer. Ja, wie man sieht, die befindet sich ja unter diesem Ansaugkrümmer. Ja, man konnte die Wasserpumpe aktuell ja so noch gar nicht sehen. Die Wasserpumpe als gesamtes Bauteil, natürlich mit neuem Frostschutz, ja, kommen wir auf einen Gesamtpreis von rund 1000 Euro. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du mir ruhig auf das Video antworten. Von mir ist ein Daumen hoch, reicht mir einfach aus. Ja, dann würde ich die einfach bestellen. Super. Und das macht bei euch der Giovanni. Der macht Giovanni dreht oder überwiegend du die Videos. Die und Videos so in der weiter? Werkstatt. Ja. Dann gab es noch eine kurze Sprachmitteilung hin und her und dann hat sie halt hier zum Schluss den Daumen hoch geschickt, weil noch eine Rückfrage war. Okay, dann glaube ich spreche mal mit Giovanni. Hi. Du bist der Mann für die Videos. Das ist Gerade richtig. schon gesehen. Ja, krass. Also erzähl mal, wie seid ihr da drauf gekommen? Oder wie musstest du da ein bisschen was für lernen? Ging dir das so locker flockig daher? Ich sag mal, Affinität jemandem, der vielleicht nicht ganz so technisch Ja. versiert ist, Ja. das beizubringen braucht man schon. Ne? Für uns der Vorteil, weil wir wirklich relativ wenig Arbeit damit haben. Ja? Aber wenn wir mal in der Werkstatt sind, jeder kennt das, ja? Wir haben mitunter sehr schnell sehr hohe Summen und diese hohen Summen sind halt nun mal notwendig. Ja? Ich mache den Preis ja nicht
mit Absicht sehr, sehr teuer. Ja. Und dann tritt eigentlich dieser hohe Preis vom Vordergrund weit in den Hintergrund und die Leute freuen sich eher darüber, dass sie ein sehr informatives, gutes Video bekommen haben. Macht es dich eigentlich auch schneller? Also kriegst du schneller eine Rückmeldung von den Kunden durch solche Videos? Oh ja, sehr sogar. Ja, ich muss sagen, für mich ist das der Vorteil, ich muss nicht erst stundenlang mit dem Kunden telefonieren oder gerade beim Telefonieren, ich bin wirklich gar kein Freund vom Telefonieren, man muss ja immer in diesem Moment, wo ich den Hörer in der Hand habe, muss der Gegenüber ja auch Zeit haben. Ja, klar. Was ist, wenn der gerade auf der Arbeit ist, gerade im Autofahren ist und kann nicht sprechen? Dafür ist die Nachricht oder dieses Video natürlich viel besser. Ich habe das weggeschickt, habe meine Arbeit gemacht und warte eigentlich nur noch auf eine Antwort vom Kunden. Klar, super. Klasse, finde ich toll, wie ihr das macht. Wir werden uns noch 2, 3 Sachen angucken. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, viel Erfolg. Und wir gucken uns jetzt vor allem noch an, wie hier die Ersatzwagen organisiert werden. Denn das ist auch noch ein Punkt aus dem Bewerbungsvideo von Ansgar. Eine Sache, die du auch im Bewerbungsvideo mitgeschickt hast, sind die Ersatzwagen, die es hier gibt. Wie viele habt ihr? Wir haben insgesamt 10 Stück. 10 Stück. Das ist ja eine Menge, ne? Ja, aber ich brauche die auch. Siehst du, wir haben jetzt noch 3 Stück hier. Der Rest ist unterwegs. Ich kenne das sonst oft aus der Werkstatt, erst mal 1, 2 oder sowas. Ne? Die sind aber auch oft unterwegs. Ne? Und Wir machen ja Unfallschäden auch, dann sind die auch mal 3 Wochen weg. Und wenn du nur 3 Stück hast, dann hast du nichts mehr für die normalen Werkstattkunden, in Anführungsstrichen. ich fasse noch mal zusammen, ganz viel im Bereich Kundenservice, Transparenz. Wir haben es ja gerade mit Giovanni gesehen, aber auch Digitalisierung nach innen wie quasi nach außen. In deinen Unterlagen war noch viel mehr drin, sowas wie Nachttresor, Ersatzteilanlieferung. Ich glaube, das ist auch relativ klar. Also alles Richtung Kunden, die können, glaube ich, 24 Stunden hier die Autos abgeben und abholen. Das ist noch ein Punkt, diese vielen Leihwagen. Ja. Kunde hat eine Panne, wird eingeschleppt. Nachts, spät, abends. Hat ein Problem, schreibt eine Nachricht, mein Auto wird eingeschleppt, was können wir machen? Dann sage ich, okay, pass auf, im Tresor hinten, hier ist der Code, ist der Leihwagen, vor der Türe, fisch dir den Schlüssel raus, nimm den Leihwagen mit, ich kümmere mich ums Auto. Ja. Du kannst deinen Job machen, dein Business machen und bleib ganz ruhig und wir kümmern uns drum. Und alle natürlich hier schön, auch die Weiße Flotte ist hier unterwegs. Ne? Was kannst du vielleicht Kollegen, Werkstattbetreibern, anderen mit auf den Weg geben? Du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, kostet ja alles nicht viel. Ne? Ja, du musst ein Tablet anschaffen. Ja. WhatsApp hat jeder irgendwo auf dem Handy. Du musst vielleicht eine kleine Cloud dir kaufen. Das kostet ein paar Mark, die Tablets kosten ein paar Mark. Aber du sparst auch Papier beim Drucken und Werkstattauftragsfüllen. Ich würde einfach, fangt einfach mal an, wenn ihr den Weg gehen wollt. Papier ist oldschool meiner Meinung nach. Hält auf, nervt, du findest nichts wieder, du musst es ablegen. Digital kannst du alles wiederfinden. Du hast Transparenz. Mach's einfach mal. Fang an damit. Cool, perfekt. Ja, Ansgar, vielen, vielen Dank fürs Zeigen. Mit dabei ist auch Jana Leitner von Mahle mit deiner Urkunde. Ja, genau. Vielen Dank für die Teilnahme und herzlichen Glückwunsch. Ja, prima. Dankeschön dafür. Ja. Und für die schönen Geschenke. Ja, genau, gerne. hast du im Vorfeld schon gekriegt. Ne? Tischkicker, Grillfass, Kühlschrank. Schon ausprobiert? Ja? Alles schon eingeweiht. Und Sommerfest haben wir gemacht, direkt anschließend. Geil, okay. Ja, sofort genutzt. Sehr War schön. sehr gut. Ja. Ja, perfekt. Super, dann danke dir, dass du mitgemacht hast. Danke fürs Zeigen und alles Gute auch weiterhin für die Zukunft. Ne? Wir werden Gas geben. Ja, sieht ja ganz gut aus. Genau. Danke dir und danke euch vor allem auch fürs Zuschauen. Ganz viele Grüße aus Solingen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.